Wir haben jetzt Tag 19 von unserem 60-tägigen Roadtrip durch die USA. Wir sind immer noch in Utah und heute geht es in den Canyonlands National Park. Wir haben gerade schon aus unserem Hostel ausgecheckt. Wir zeigen euch jetzt mal, wie es da aussah. So, das war unser kleines Zimmer. Und dann geht man hier raus. Hier sind noch mehr Zimmer, aber mit Doppelstockbetten. Dann hat man hier noch so 2 kleine Bäder. Alles, was man braucht. Dann hat man hier noch einen kleinen Aufenthaltsbereich. Eigentlich wollten wir die Nacht campen gehen, aber es waren Windböen von 50 km/h vorhergesagt. Und die Nacht davor haben wir schon nicht so gut geschlafen, weil es einfach die ganze Nacht so krass windig war, dass unser Zelt gewackelt hat und es war so laut. Deswegen haben wir uns einfach ein Hostel gegönnt und das war echt günstig. Wir haben nur 47 € pro Nacht bezahlt, also für die eine Nacht. Und es war echt ausreichend. See. Jetzt geht's noch Wasser auffüllen und dann geht's los. Wir sind jetzt kurz vor dem Canyonlands National Park und haben uns schon mal eine Campsite reserviert. Wir sind hier auf dem Cowboy Campground und bezahlen wahrscheinlich $20 für die Nacht. Und hier ist eine ziemlich geile View. Und weil es hier nur 7 Stellplätze gibt, sind wir direkt morgens hier hingekommen. Wir haben jetzt ca. 10 Uhr und haben uns den reserviert. Da muss man so einen Zettel ausfüllen, die kann man sich auch vorne an so ein Brett klemmen. Und wie man das so macht, einen Campingstuhl aufgestellt, damit die Leute direkt wissen, was los ist. Das macht man wirklich so. Das haben wir sogar in der Broschüre vom Nationalpark gelesen. Man soll was da lassen, was wenig wert ist, damit die Leute wissen, was los ist. Ja, ich habe auch sicherheitshalber ein Foto gemacht hiervon. Nicht, dass das einfach jemand wegmacht und uns den Platz klaut. Aber es ist cool, es ist direkt beim Park. Ich glaube, hier können wir heute Abend auch Sonnenuntergang gucken und so, ne? Bisschen Feuerchen machen. Hier scheint genug Feuerholz zu sein. Da freue ich mich drauf. Auch hier der Nationalpark ist wieder gut befahrbar mit dem Auto. Wir erkunden hier so ein bisschen die Straßen entlang und halten uns auch heute wieder eher an kleine Spaziergänge anstatt einer großen Wanderung. Aber ich glaube, wir werden wie immer coole Landschaften sehen. Heute erkunden wir übrigens den nördlichen Teil vom Canyonlands National Park und morgen dann gibt es noch einen Südteil und die sind nicht miteinander verbunden mit einer Straße. Da muss man erst runter in den Süden fahren, dann von unten wieder reinfahren. Und da wir ja Richtung Süden wollen, passt das ganz gut. Wollen wir mal gucken, ob das wirklich so aussieht. Ja, sah schon so aus wie auf dem Bild. Vielleicht sogar noch ein kleines bisschen besser. Mich hat auf jeden Fall die Aussicht überrascht. Ja, warum das Ganze jetzt hier Uphavel Dome heißt, keine Ahnung. Ich habe mir irgendwie was anderes vorgestellt. Sieht mehr aus wie die Hölle da. Vielleicht muss ich das mal übersetzen, Uphavel Dome. Da vorne gibt es auch noch einen Viewpoint. Da gehen wir auch noch hin. Ich weiß jetzt nicht, ob man das gut erkannt hat auf dem Video, aber das ist so ein großer runder Krater. Und es gibt 2 Theorien, wie der entstanden sein könnte. Entweder durch eine sehr große Salzablagerung, die mit der Zeit in sich zusammengefallen ist und deswegen der Krater entstanden ist, oder durch einen Meteoriteneinschlag. Meteoriten? Ich sag's nicht richtig, egal. Auf jeden Fall vermutet man, dass das die wahrscheinlichere Variante ist. Aber dann denke ich mir, da müsste man ja auch den Meteoriten dazu finden, ne? Einmal Aussicht genießen.
Ja, Canyonlands wirkt irgendwie unspektakulär auf den ersten Blick, weil alles so flach aussieht. Aber es sind halt überall irgendwelche Klippen und Klüfte. Canyonlands halt. Canyonlands halt, überall geht's runter. So, wir haben jetzt auch schon knapp 1 Uhr, Zeit Mittag zu essen. Wir sind wie immer sparsam unterwegs. Es gibt Brot mit veganem Käse und wir haben uns Avos gegönnt. Ich habe jetzt auf jeden Fall Soßen für mich entdeckt. Senf und Sriracha, lange haltbar, muss nicht gekühlt werden. Dann ist das Brot auch nicht so trocken. Ja, Wahnsinn. Wie ich eben schon gesagt habe, flach, aber dafür echt zerklüftet. Also irgendwie gucken wir gerade auf einen Canyon, in einem Canyon, in einem Canyon. Und schon wieder ist der Nationalpark hier anders als die anderen. Hättest du es gedacht? Ja, der Ort hat auf jeden Fall wieder gut geflasht. Und an so Orten bleiben wir auch immer eine Weile sitzen und genießen die Aussicht. Aber man muss ja auch viele Fotos machen. Dauert auch immer lange dann. Alter, das sieht so krass aus, wie es hier runtergeht einfach. Oh, geht schon steil weg. Wahnsinn. Also für heute war es das jetzt schon vom Canyonlands National Park. Wir fahren jetzt noch zum Visitor Center und uns eine hübsche Postkarte kaufen. Da gibt es noch einen Viewpoint, also eine Aussicht gibt es noch. Und Isabel hat richtig Bock auf eine Pommes mit Currysoße. Die gibt's ja aber nicht. Ich glaube, die gibt's hier nicht. Die gibt's hier nicht, die gibt's hier nicht. Ja, schade Schokolade. Können wir, wenn wir in Deutschland sind, wieder essen, ja? Currysoße? Machen wir so. Und wir freuen uns schon aufs Campen. Da haben wir Bock drauf. Und somit beginnt wieder ein neuer Tag in Utah. Wir haben hier geschlafen, haben wir, ich glaube, sogar schon gezeigt, ich weiß es gar nicht. Es war nicht windig, es war ein bisschen frisch, aber das war nicht so schlimm. Wir haben gut geschlafen, hatten noch lange ein Feuer und heute steht viel Fahren auf dem Programm. Wir haben vorher mal die Route gecheckt. Wir wissen nicht, ob wir es schaffen, nochmal in den Nationalpark reinzufahren. Das wird uns einfach viel zu viel und zu stressig. Der Nationalpark ist nämlich in 3 Teile unterteilt. Einmal Island in the Sky, The Needles and The Maze. Und heute wollten wir eigentlich in The Needles fahren, aber um da hinzukommen, muss man erstmal 1 Stunde reinfahren. Und dann am Ende halt natürlich auch wieder 1 Stunde raus. Und dann will man auch noch Zeit haben, sich was anzuschauen. Und Canyonlands ist übrigens der größte Nationalpark in Utah. Das wussten wir vorher nicht. Also haben wir es ein bisschen unterschätzt. Wahrscheinlich fahren wir dann heute einfach nur
zum nächsten Campground, der auch sehr weit weg ist. Wie lange fahren wir da? 3 Stunden? Ich glaube 3 Stunden. Ja. Und ja, zusammen mit dem Nationalpark würden einfach nochmal locker 3 Stunden draufkommen. Das schaffen wir nicht. Ja. Und wir haben jetzt schon so viel Canyon-Gedöns gesehen. Wir haben erstmal genug. Und Ja. es kommt ja noch der Grand Canyon. Ja. Aber jetzt fahren wir erstmal einkaufen, oder? Ja, bisschen bummeln. Wir sind jetzt einkaufen und wir brauchen eigentlich nur 5 Sachen. Aber irgendwie sind wir schon wieder in der Backwarenabteilung gelandet, weil Hans ein kleines Problem hat. So ein. Was hast du da gefunden? Crispies. Bist du jetzt glücklich? Ja. Passion? Wir brauchen jetzt noch Reis, Zahnpasta und Eisentabletten. Dafür bezahlen wir jetzt $53,53. Die Fahrt geht los für den heutigen Tag. Ja, wir melden uns dann einfach, wenn wir da sind. Wir haben jetzt hier beim Hole in the Rock angehalten und wir wissen absolut nicht, was das ist, aber wir schauen es uns jetzt mal an. Ich sag, das ist ein Scam. Wie fandest du die Tour? Also wir haben jetzt ungefähr eine 20 Minuten Tour gemacht und es war im Prinzip so ein kleiner Museumsbesuch oder keine Ahnung, wie man es beschreiben soll. Hier hat sich eine Familie in den 90er Jahren einfach ein Haus ins Gestein Geschlagen, gesprengt mit Dynamit. Die haben einfach drin gewohnt. Ja, sah auf jeden Fall ziemlich wild aus. Man durfte leider nicht filmen. Mal sehen, ob wir ein bisschen was online Einblenden. finden, was man einblenden kann. Übrigens hatten die auch noch eine Menge Hobbys. Der Herr hat eine ganze Menge Jesus-Porträts gemalt und da hat er auch noch 2 Pferde und einen Esel ausgestopft, die dann auch noch mit denen gewohnt haben da drin. Sehr skurrile Geschichte das Ganze. Und ich denke mir auch, vielleicht war es der $8 Eintritt pro Person nicht unbedingt wert. Man hätte bestimmt auch einfach alles auf Wikipedia nachlesen können. Aber wir hatten kein Internet, ne? Aber hast du schon mal sowas gesehen? Nee, ich habe sowas noch nicht gesehen. Skurril war es auf jeden Fall. Wir haben eine Arch entdeckt da oben. Dann wird der Tag ja doch nicht so langweilig, wie wir schon gedacht haben. Hihihi. Rennen wir? Ja, und du barfuß. Ja, warum denn nicht? Ich war schon so lange nicht mehr barfuß unterwegs. Okay, ich bin auch nicht viel besser mit meinen Croxen. Ich muss meine Füße wieder trainieren. Wir waren gerade beim Bluff Fort. Das ist hier einfach so eine Art Outdoor-Museum oder wie auch immer. Weil der Ort hier wurde irgendwann 1870 gegründet von Mormonen, die irgendwie 100 Meilen mit den Wagen durch die Walla Pampa sind. Die haben dafür, ich glaube, 6 Monate gebraucht oder so. Ja, war interessant sich das anzugucken. So ein bisschen, wie nennt man das? Geschichte. Ja, und so Geschichte. Pioniergeschichte. Ja, war cool. War kostenlos auch. Wir haben heute auf einem Campground gebucht und ich hatte hier wirklich die beste Dusche bisher auf der Reise. Ich weiß nicht, wie das sein kann, aber hier ist alles so neu und sauber auch. Und dann gibt es hier noch so einen kleinen Laundry Room. Und ja, und hier hatte ich gesagt, können wir noch kochen zur Not. Wenn es zu wenig ist. Ja, alle Stücke reißen, ne? Ja. Was denn? Nichts. Warum vloggst du jetzt die ganze Zeit mit dem Handy? Wie so eine Wilde. Hier ist unsere süße Campsite.
schon. Hans ist schon fleißig am Kochen. Heute gibt es mal wieder Spaghetti. Und hier habe ich mal alle Postkarten ausgelegt von den Nationalparks, wo wir schon waren. Wir waren schon insgesamt in 5 Nationalparks. Und das sind alles Nationalparks in Utah und die werden die Mighty Five oder Big Five genannt. Einmal Zion, Bryce, Capitol Reef, Arches und Canyonlands. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, welcher Nationalpark euch am besten gefallen hat. Und generell, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gibt. Das ist eine super Sache, das hilft. Das war es dann auch schon wieder von diesem Vlog. Und im nächsten Vlog werden wir uns dann The Valley of the God und Monument Valley anschauen. Das wird auf jeden Fall auch wieder cool. Sagen wir Tschüss? Wir sagen Tschüss. Tschüss.